Hallo und willkommen zurück zu Motherboard mit Caligo. Also, wir wollten zusammen auf das Schiff gehen. Natürlich machen wir das jetzt. Ich habe die Desktop-Musik mal wieder ein bisschen erhöht. Ich glaube, die war doch ein bisschen leise im letzten Mal. Ich hoffe, ihr habt trotzdem genug gehört von all dem, was gesprochen wurde. Und dass ich nicht alles aus dem Englischen übersetze. Es liegt einfach daran, dass ich... When I first saw it, it didn't look like a pile of rustling scrap metal at all to me. What I saw was an ancient sea monster, thrown ashore, which was too old to go back into the water. It wasn't just a trick of the eye. Es ist ganz einfach, ich verstehe den gröbsten Sinn natürlich, aber nicht alle Wörter sind mir geläufig. Also mein Englisch ist okay, es reicht, um mich verständlich zu machen und auch um das meiste zu verstehen und auch um englischsprachige Spiele zu spielen, aber übersetzen ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hinten steht jemand. Also er meinte gerade, als er das erste Mal diesen rostigen Kahn quasi gesehen hat, sagte er, das sah aus wie ein altes Seemonster. Steht da wirklich jemand oder sah das einfach so aus? Wir werden sehen. Dann vergehen wir jetzt hier auf das Schiff. Es ist wirklich ein alter, rostiger Kahn, voll mit Seepocken. Also wie man sich so einen alten Kahn vorstellt, der irgendwo auf Grund gelaufen ist. Sieht ja hier aus wie so ein Schiffsfriedhof. Sagenhaft. Sogar die Seepocken oben drauf. Also da müsste das Ding aber eigentlich unter Wasser liegen. So, wir gehen mal nach da vorne, weil es sah so aus, als würde da vorne jemand sein. Kann man auch hier rumgehen? Kann man, auf beiden Seiten. Natürlich die Frage, auf welcher Seite wir gehen, ob irgendwo was ist. Ich vermute, dass man hier eben überall so eine Bilder finden kann und manche eben wie eben auch einfach einen anderen Weg einschlagen muss, um sie zu finden. Das wäre natürlich schade, wenn man dann irgendwelche vergisst. Ich denke, es hat irgendeinen Sinn, dass man die kriegt. Hier kann ich leider nicht rein. Kann ich hier rein? Nein, auch nicht. Gucken wir nochmal rum. Hier kann ich dann wahrscheinlich auch nichts machen. Nein. Ah, hier ist ein Bild. Seht ihr? So, was meine ich? Das ist so ein, ja. Ach, wie heißen denn die Dinger? Ein Psychologenbild. Man soll sagen, was man drinnen sieht. Also, ich sehe jetzt natürlich als erstes einen Schmetterling. Man kann aber auch hier zwei Menschen quasi dran interpretieren. Also, es ist immer Ansichtssache, ne? Jeder sieht was anderes in solchen Bildern und das soll wohl Aufschluss über die Psyche geben. Ja, da steht jemand, habe ich doch gesagt. Okay. Hey, sailor, how's it going? It seems a storm is coming. We need to check if everything's fastened. I feel we're in for a bumpy ride. Okay. What's he talking about? This ship has run aground, and it looks like it won't go anywhere anytime soon. Are you sure? Look at him. He doesn't seem to agree with you. Ciao. Well, for him, this ship is still up and running. The moment I saw it on the shore when I took it for some sea monster. It was then I realized there was absolutely no difference between fiction and reality, between the living and the dead. This is a bold thing to say. Exactly. You see, I can use my imagination to give any object, any notion the meaning I want. All those stories from books, all the worlds they revealed before me weren't the only way out anymore. I realized that I can create these worlds for myself. You've always understood this. Yes, always. But only now it gave me a sense of freedom. This old sailor's in denial. He doesn't want to see his ship has run aground. Exactly. There's only one snag here. You can't give random meaning to random things, or else the world will turn into chaos. At least when it comes to yourself. But there's always a choice. And it only depends on me. Hey, sailor, what are you muttering about? There's a storm brewing on the horizon. It'll catch up with us soon. Our friend's heart is wrecked. Get down to the engine room and check how it is. Come on, gotta move on. Okay, jetzt dürfen wir nach unten gehen. Oh, nein. Da bohrt wieder einer.
Okay. Ja. Also für uns sieht der Kahn natürlich aus, als könne er gar nichts mehr. Er ist auf Grund gelaufen. Der Sailor sieht das natürlich nicht so. Und wir sollen das alte Ding jetzt quasi wiederbeleben. Mal schauen. Es ist natürlich auch eine Ansichtssache. Wie heißt es immer so schon? Eine Hummel weiß auch nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen könnte. Und trotzdem kann sie es. Look, Oder wie war das? it really is alive. Ja. Es ist wirklich am Leben. Es hat ein Herz, sozusagen. Cool gemacht. Also wir gehen jetzt ins Herz des Schiffes und sollen das wiederbeleben quasi. Da ist es, das Herz. Sieht ein bisschen It looks like verkruckelt it's the aus. heart of the ship. It is completely dead. Ja, sieht's leider aus. Can we fix it? We can do anything. Close your eyes. Das ist alles eine Sache unserer You know Vorstellungskraft. what to do. Stell dir vor, You es can lebt. open them now. Da schlägt es wieder das Herz. Oh, wo sind wir jetzt? Im Casino? Ah, Entschuldigung, ich muss gerade meinen Schluck trinken. Jetzt sind wir in einer Art Casino? Showgeschäft? Best Show steht da oben drüber. Mhm. Interessant. Gucken, was uns hier wieder erwartet. Oh. Ach so. Dankeschön für das herzliche Willkommen geheißen. Wahrscheinlich werden die sich dann jetzt auch bewegen? Ja. The best show in the world. I smell trouble. Okay. You're right about that. You're not going to like what you're about to find behind this door. You see, the world we created has one peculiarity. It's alive. Okay. Alive? What does that mean? It means that we only lay its foundation, but it keeps developing by itself. If I controlled every bit of this world, there would not be any sense in its existence. Not everything in it is as beautiful as what we saw earlier. Okay. But of course, you are completely impartial, like a true creator. That's right, and I'm proud of it. How else can it be? Ja, also es könnte uns nicht gefallen, was wir dahinter sehen. Diese Welt, auch wenn wir sie quasi kreieren, entwickelt sich doch selbst. Und unser Führer, also unser zweites Ich, will sich auch nicht überall einmischen. Und er warnt uns, es wird uns vielleicht nicht gefallen, was wir sehen, weil die Welt kann nicht nur so schön sein, wie sie es eben bisher war. Okay. Die Tür schließt sich hinter uns, das war zu erwarten. Oh, wir sind hässliche Fratzen. Also wir hören schon an der Musik, es ist ganz andere Atmosphäre hier. Ja, so Stadt mit Werbebanner oder was auch immer. Nehmen wir mit. Sieht ein bisschen aus wie eine Gefängniszelle oder sowas. Oder ja, oder auf dem Boot, auf dem Kahn. Hier tropft überall irgendwas runter. Öl, sieht aus wie Öl. This is a prison. Just great. Doch ein The Gefängnis. best manifestation of life. Oh, nein. There are a lot of cells here, judging by how many digits there are in the numbers. That's putting it mildly. Oh yes, there are many cells and many prisoners. Their name is Legion. Let's take a look in one of them. I believe there is an open one on the level above. Okay. I'm not sure I'd want that. Aha. Want it or not, we'll have to. That's our job, my friend.
Okay. Also ich war richtig, es ist ein Gefängnis. Und mit sehr viel Insassen. Und wir sollen einen davon kennenlernen. Ob ich das möchte oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Also hier sind die Nummern drüber. Ja. Gucken wir mal weiter. Haben wir hier ein Bild von? Spinnenweben. Jetzt geht's nach oben, genau. Und eine Zelle oben soll offen sein, in die wir reingucken können. Oh, wie schnell zieht denn der Himmel da über uns? Seht ihr das? Hier ist auf jeden Fall ein Windrad, aber irgendwie ist der Ton ein bisschen schneller, als sich das Rad dreht. Kann nicht so ganz hinhauen. Oder es soll von was anderes sein? Ne, es soll von dem Windrad der Ton sein, okay. Da ist auf jeden Fall die Zelle offen. Die sollen wir reingucken. Möchte ich das wirklich? Nein, ich möchte nicht. Ich habe Angst. Aber uns bleibt nichts übrig. Das ist schon ein Bild. Das ist eine Menge Krach. Oh. Der fährt. Hat eine So Maske auf. enthusiastic. I bet he won't go far. All jokes Er winkt. aside, do you see what he is doing? Watch closely. If you look at his precious screen, you can see that there's another one exactly like him. He's being forced to an electric chair, fed Okay. by the energy they're generating with all this relentless pedaling. And every one of them knows that sooner or later, they too will be dragged there and fried in that very chair. Okay. Why are you telling me this? Did you forget it was me who brought these memories from reality? That's exactly what life I'm living is like, while you are sitting around here in your oblivion. Oh, come on. Calm down, will you? Let's go. The show must go on, you know. Mhm, schön. Also, er hier, ja, macht den Strom, sprich alle Zelleninsassen machen das wohl, für die, die auf den elektrischen Stuhl kommen. Und eines Tages wird auch er dort sitzen. Und das soll wohl die Verbindung sein, also unser guter Mann hier, den wir hier langlaufen lassen, fühlte sich wohl so. Also diese Welten entstehen ja aus seiner Erinnerung, die er mitbringt. Er sagt, so fühlt sich das Leben an. Manchmal durchaus. Ja, er sitzt und guckt Fernsehen. Da sagt die Uhr, es ist kurz vor 1. Schauen wir mal weiter. Können wir hier weitergehen? Scheinbar schon. Hab ich eigentlich von dem ein Foto gemacht? Ich glaube nicht. Wir gehen noch mal kurz zurück. Ich möchte mal von diesem Radfahrer ein Foto machen. Ich finde das irgendwie... Ja, es ist so surreal hier, diese Welt. Sie ist interessant, aber... Sie könnte tatsächlich meinen Träumen entsprechen. Ja, ich träume auch so irre. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Träume manchmal hole. Also... Ich meine, okay, wenn ich jetzt so Spiele gespielt habe und dann sowas träume, dann natürlich aus dem Spiel. Aber ich träume echt die irresten Sachen, ohne vorher sowas gekannt zu haben. Und auch vieles, was nicht mit irgendwas in Verbindung What zu a bringen ist. loathsome place. What are we gonna see up there? You've probably guessed already, haven't you? That It's the same same chair. Mhm. Wir werden wahrscheinlich jetzt den Stuhl Yeah, sehen. apart from that, there's basically nothing else here. Wahrscheinlich, wenn wir uns auf diesen Stuhl setzen dürfen. Oh, da ist einer. Er hat keine Maske Where mehr is the auf. immortal soul in this body? See this white smiling piece of porcelain nearby? That's a soul substitute. It is more than enough, as you can see. Enough for what? For a crazy show like this? That's even too much.
Kerl. Oder arme Seele, wie er gerade gesagt hat, ja. Und überall ist hier Öl und Spinnenleben. Wir werden noch höher gehen müssen. Es wird hier immer lauter, je höher wir kommen. Wahrscheinlich da oben, weil der Stuhl in Gange ist, nicht wahr? Je näher wir dem Stuhl kommen, umso mehr hören wir ihn. Also ich habe die Befürchtung, wir werden uns auf diesen Stuhl setzen dürfen. Mal schauen. Würde zumindest zu der bisherigen Atmosphäre des Spiels passen. Also ich sag's nur wieder, also ich finde es nach wie vor echt toll gemacht. Nach wie vor. Jetzt zieht der Himmel wesentlich langsamer, also das, was ich vorher als Himmel für voll genommen habe, sind quasi Rauchschwaden oder sowas. Oh, hier ist eine kaputte Tür. Da reinkommen. Ich komme nicht rein. Oh, da hängt einer an der Decke. Okay. Das erinnert mich auch so ein bisschen nicht nur wie am Gefängnis, sondern auch an einer Irrenanstalt. Ich meine, das Leben ist... Here's our new lucky boy. Thousands of eyes are glued to the screen right now, all full of envy. Are you ready for your 15 minutes of fame? Okay. This Vanity Fair. Is there another way to get out of here? Forget about it. Ich sag's ja. No. There's gotta be another way. Again, I'm sorry, but there's no other way. Tja, 15 Minuten Ruhm für mich hier auf dem Stuhl. Wir sind der nächste Lucky Boy. Oh, da ist der Henker. Seht ihn euch an. Oh. Ja, das Leben ist manchmal tatsächlich so, ne? Das erinnert mich eben doch so ein bisschen an eine Irrenanstalt. Es ist nicht immer einfach und nicht immer fair und... Oh, da ist unser Henker. Ja, wir werden uns tatsächlich auf den Stuhl setzen müssen, vermutlich. Also da sitzt schon einer. Ich habe echt die Befürchtung, wir werden uns da selbst gleich mit draufsetzen dürfen. Yep, jetzt geht's los. Yep, der ist fertig. Ab ins Loch. Okay, wir dürfen da drauf. What the heck? No. No! I don't want to go back there again. There has to be another way. Stop him! Aha. Sieht nicht so aus, als wenn wir gestoppt werden können. Au, das ist hart. Das ist hart. Jetzt fallen wir gleich ins Loch. Au. Der hat uns jetzt die Maske quasi vom Kopf gerissen. Was vermutlich gar keine Maske war. Also es ist echt, ja, es ist kein nettes Spiel. Vielleicht sollte ich hier mal so ein PG 16 oder PG 18 einfügen. Okay, jetzt sind wir... Where are we now? I know it was hard. That's why we made a deal a long time ago. Where are we, you're asking? Let's take a walk again. You'll see. It'll all end soon, I promise. Aha. Let's take a walk again. Er sagt ja, er weiß, es ist hart und wir haben wohl vor langer Zeit ein Versprechen abgegeben. Er ist ja ein Teil von mir. Wahrscheinlich der böse Teil, also... So ganz weiß ich's nicht. Und das ist natürlich hier auch nicht wirklich wesentlich schöner, diese Welt. Hier wird gekämpft. Time seems to have stopped here. Ja. You're quite right. Especially for you. Time here is particularly significant. Hammer. Die Zeit hat auf jeden Fall für uns hier gestoppt. Das ist schon krass dargestellt, ne? Hammer.
Überall Blut, das hier rumspritzt quasi. Boah. Ja, ich glaube, ich mache wirklich einen PG-18 draus. Sieht aus wie eine Weltuntergangsstimmung hier so ein bisschen. Die Musik, also es ist echt schön gemacht. Was ist das? Ist das unser Castle, unser Schloss? Kann ich nicht rüber gucken hier leider. Oh, wir haben ein Bild. Oh doch, kann ich rüber. Oh Gott. Okay. Schlachtfeld. Das ist unser Schloss, glaube ich, was wir vorhin gesehen haben. Oder? Krieg, Angriff, Verwüstung. Oh, heftig. Wir hören sie auf jeden Fall kämpfen, auch wenn die Zeit stillsteht. Aber wir hören die Geräusche, die Waffengeräusche. It's the war, of course. The one that never changes. Exactly. It never Never ends. ends, richtig. Another manifestation of life. Perhaps the most important one. It's not that some armies keep clashing on mythical battlefields. It's just that everyone wants to get higher and crush as many as possible, destroying everyone and everything on their way. Yes. Perpetuum mobile, don't you think? True perpetual motion of the universe. No more, no less. Tja. No way. Are you trying to say that people are driven to make new discoveries just because they want to dominate the world? No. They only want to trample everything they didn't create. Anything that stands on their way while they try and conquer the world. Keep talking. The real force of progress is curiosity. It's the desire to develop and complicate the world. These two stories are easily confused, however, someone else's curiosity can also become one of the weapons in this war. Do you think there can be one without the other? I haven't seen anything like this, but I hope. What choice do I have? Tja, der Krieg ist immer wiederkehrend, so ist es wohl leider. Die Menschen können nicht anders. Oh, Panzer. Ups. Was war das gerade? Warum bin ich da so abgehoben? Interessant. Die Menschheit will alles zerstören, das ist klar, was sie nicht verstehen oder der Meinung, sie sind besser oder was auch immer. So ist das ja nach wie vor. Die Meinung anderer werden nicht akzeptiert. Und man greift zur Waffe. Oder man glaubt, man hat nicht genug. Traurig aber wahr. Und wir müssen hier quer durch das ganze Schlachtfeld. Hammer. Es ist echt. Es ist heftig. Es ist kein Spiel für Kinder. Definitiv nicht. Let's go that way. Ich gehe diesen Weg. What about them? Did anyone ever get to the top? To the Oracle? No, of course not. What would be the point of keeping something like this then? What a weird thought. Oh well. Are you trying to say that we're being treated differently here? You may say so, yes. But to be honest, I hardly find it attractive. At least it's fun down here.
But what's up there? So you get to the top, have all your questions answered. What next? Here we go again. It's as if there's nothing else apart from this slaughterhouse down there and the Oracle at the top. That's how it seems sometimes. Tja. Hier haben wir auf jeden Fall ein Bild mit, ja, einem Atompilz. Krieg. Wir müssen jetzt scheinbar versuchen, nach da oben zu kommen. Wie auch immer. Ich gehe mal hier hinten rum. Es wird immer noch gekämpft. Hier geht auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Ist die Frage da hinten auch. Ich möchte ja nichts verpassen. Also wir haben jetzt hier ein Bild haben auf jeden Fall gefunden. Diese Fratzen hier überall. Das ist schon. Überall Schlacht, Mord, Tod. Hier ist auch eine Treppe, okay. Nehme ich jetzt die Treppe hier. Mann. Kann auch noch mal gucken, ob wir hinten auch noch mal rumgehen können. Vielleicht gibt es auch noch hinterm Haus was. Scheinbar nicht. Außer noch mehr. Totschlag, Mord, Kampf, Krieg. Oh Mann. Das ist schon hart. Hier soll das Orakel sein. Was auch immer uns das sagen wird. Na, wo kommen wir hoch? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder einmal drum rumlaufen. Ja, da sieht's aus, als könnte man hoch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Da ist das Orakel. Gehen wir noch mal drauf zu. She's beautiful, isn't she? Almost perfect. So, this is the Oracle, I suppose. Now I'll gain some access to some forbidden knowledge. Of course you will. Come closer. After all, you've reached the top. Okay, also, wir werden das Orakel in der nächsten Folge befragen. Tut mir leid. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.